Hallo meine Freunde, hola madridistas. Gestern habe ich euch ein interessantes, spannendes Video versprochen und das werde ich jetzt auch liefern. Um ehrlich zu sein, mir hat es gestern schon unter den Fingernägeln gebrannt, diese Information mit euch zu teilen. Aber ihr wisst, wie dieser Kanal läuft. An den Tagen nach dem Spieltag möchte ich das Spiel mit euch zusammen analysieren. Aber jetzt endlich kann ich diese Bombe platzen lassen. Denn auf dem Weg nach Athen und im Spielerhotel am Tag vor dem Spiel gab es geheime Treffen, geheime Versammlungen von Xabi Alonso mit Teilen der Mannschaft, mit einzelnen Spielern, mit Gruppen der Spielern. Und Xabi Alonso war nicht alleine. Er hatte Unterstützung von ganz, ganz oben, um endlich ein für alle Mal dieses Kabinenproblem in den Griff zu bekommen. Und man hat auch schon die ersten Reaktionen von den Spielern, man hat schon die ersten Szenen gesehen. Ich werde mit euch in diesem Video Stück für Stück durchgehen, was passiert ist, wie es passiert ist, wann es passiert ist, wie Real Madrid die Kabine endlich wieder in den Griff bekommt. Das und noch vieles mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir dieses Video wie das Spiel von Real Madrid gegen Olympiakos Piräus, eine Achterbahn der Emotionen. Zunächst einmal wollte ich mich bei jedem einzelnen von euch bedanken, der gestern unter das Video einen Kommentar für meinen Sohn dagelassen hat. Er hat mir gesagt, ich soll mich bei jedem einzelnen bedanken. Einige Antworten auf die Kommentare hat er auch tatsächlich selber geschrieben. Also er hat sich sehr, sehr gefreut. Danke von Herzen, hat mich als Papa sehr gefreut. Ja, kommen wir von einer sehr schönen Nachricht zu einer sehr traurigen Nachricht. Und gestern ist herausgekommen, dass im Laufe dieser Woche der Opa von Raúl Asensio verstorben ist. Und Raúl Asensio, obwohl er das natürlich wusste und es ihn sehr getroffen hat, hat er bewusst die Entscheidung getroffen, mit nach Athen zu fliegen und der Mannschaft zu helfen, weil er wusste, er ist der letzte Innenverteidiger im Kader. Also was für eine Professionalität von Raúl Asensio, obwohl er gerade seine Familie trauert, könnt ihr euch vorstellen wahrscheinlich, was gerade in seinem Haus da los ist, die Eltern wahrscheinlich zutiefst am Boden, ja, ich glaube, ich habe die Erfahrung leider selber schon gemacht, also das ist kein Moment, wo man an Fußballspielen denkt, aber dass Raúl Asensio da links und rechts alles liegen lässt, zeigt, was für ein Vollblut-Profi der ist. Ja, also ich kann auf der einen Seite nur Danke sagen, Raúl Asensio, für was für ein Profi du bist. Auf der anderen Seite, ja, meine tiefste Trauer ausdrücken und ich hoffe, ja, dass du deinen Opa gut in Erinnerung behältst und auf Dauer diesen Schmerz hinter dir lassen kannst. Ja, wie gesagt, mein Beileid an die Familie von Raúl Asensio. Ja, wie gesagt, Wechselbad der Emotionen, denn jetzt kommen wir wieder zu einer sehr positiven Nachricht und zwar ist das ein bisschen unter meinem Radar geflogen, das muss ich selber zugeben, da muss ich mich ein bisschen für schämen. Ich bin jemand, der die Jugendmannschaften von Real Madrid seit Jahren immer penibel verfolgt. Diese Saison hatte ich nicht so viel Zeit, ich habe sehr viel nach Real Madrid Castilla geschaut, weil da sehr viele Spieler sind, wo ich denke, die könnten den Sprung schaffen und ich habe auf diesem Kanal auch schon gesagt, in der A-Jugend ist dieses Jahr vielleicht nicht der ein oder zwei große Spieler, aber die scheinen eine verdammt gute, homogene Truppe zu sein. Denn die A-Jugend von Real Madrid hat am Champions League Spieltag nachmittags in der Youth League bei Olympiakos Piräus mit 2:0 gewonnen. Schon sehr gut. Allerdings ist die U19 von Real Madrid, die A-Jugend, die einzige Mannschaft in der Youth League mit 5 Siegen aus 5 Spielen. Mit 15 Punkten an der Tabellenspitze in der gesamten Youth League. Und wenn man da jetzt noch dazu fügt, dass in der Liga diese A-Jugend von Real Madrid von 10 Spielen auch alle 10 Spiele gewonnen hat, was ist denn da los? Die A-Jugend von Real Madrid in dieser Saison 15 Spiele, 15 Siege.
Also, eine Wahnsinnssaison von dieser Mannschaft und ich kann so viel versprechen, ab jetzt werde ich jedes Wochenende auch ein Auge auf die A-Jugend werfen. Sollte es da den ein oder anderen interessanten Spieler geben, werdet ihr das von mir erfahren. Herzlichen Glückwunsch an unsere Jungs. Hoffentlich können die sich am Ende der Saison auch belohnen. Ja. Genug davon, kommen wir jetzt zum Hauptthema in diesem Video und das ist ein Thema, was uns seit 2-3 Wochen nicht nur auf diesem Kanal, sondern im gesamten Universum Real Madrid verfolgt. Der Kabinenstreit, der offizielle Kabinenstreit, den wir am Anfang nur Insider hatten, dann die großen Pressehäuser und jetzt mehr oder weniger haben die Spieler das selber schon zugegeben. Ihr werdet gleich hören, was ich meine. Ja, und versuchen wir das Ganze mal chronologisch durchzugehen. Der Champions League Spieltag, Mittwochmorgens fing es an, im Marca kam ein Artikel raus, dass es eine Versammlung gegeben hätte zwischen Florentino Perez, zwischen José Ángel Sánchez und Xabi Alonso. Also der Führungsriege von Real Madrid und unserem Trainer. Und die ihm klargemacht hätten, du bist unser Trainer für dieses Projekt. Wir stehen komplett hinter dir und diese Nachricht hat wohl auch die Kabine, die Spieler von Real Madrid erreicht. Also so fing der Tag an, die Information kam morgens im Marca raus und das Ganze hat Xabi Alonso auch in der Pressekonferenz bestätigt. Hören wir da zusammen einmal rein. Ich wollte dich fragen, ob du in diesem kleinen Moment der Schwierigkeit vom Verein irgendeine Nachricht, eine unterstützende Botschaft vom Präsidenten erhalten hast. Danke. Nein, Unterstützung ist nicht notwendig. Wir hatten Kontakt, ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen, mit dem Präsidenten, auch mit José Ángel. Wir sprechen häufig miteinander, also der Alltag ist das, was uns in Kontakt hält. Heute war das Gespräch mit ihm, mit dem Präsidenten am Morgen. Ja, das war die berühmte Pressekonferenz, vor der ich euch schon vor 2 Tagen erzählt habe, wo Xabi Alonso sich immer und immer wieder vor die Spieler gestellt hat und ich sehr wütend war auf unsere Jungs, bin ich ganz ehrlich, was für ein Gentleman Xabi Alonso ist. Das hat man auch in dieser Frage gehört. Er hat gesagt, ja, hier muss sich keiner hinter mich stellen, wir wissen, wie Real Madrid funktioniert, etc. pp. Aber er hat damit durch die Blume durchgegeben oder zugegeben, dass es morgens, dass es ein Treffen gab. Wie gesagt, dieses Treffen sehr zum Positiven für Xabi Alonso. Der Vorstand hat das gemacht, was wir alle verlangt haben. Die haben sich klar hinter Xabi Alonso, hinter unseren Trainer positioniert. Ja, nach der Pressekonferenz kam dann das Spiel. Und man muss sagen, Real Madrid hat noch ganz viele Baustellen. Real Madrid ist bei weitem noch nicht da, wo wir sie gerne haben wollen. Nach vorne, gestern war der Titel meines YouTube-Videos, nach vorne hui, und nach hinten pfui. Also hinten viel zu anfällig, wobei man da auch ehrlicherweise zugeben muss, die 4 Jungs, die in der Abwehr gespielt haben, haben mit unseren Stammabwehrspielern relativ wenig zu tun. Also zumindest in den Positionen, in denen sie gespielt haben. Also, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist, darüber sind wir uns alle klar. Aber ich finde, man hat auf jeden Fall eine Reaktion gesehen im Vergleich zu den anderen 3 Spielen. Das Spiel gegen Liverpool, gegen Rayo Vallecano und Elche, das war ja an Lustlosigkeit nicht mehr zu übertreffen, an Passivität, an Zweikämpfen, die nicht angenommen wurden, an jeder zweite Ball, jeder erste und zweite Ball ging an die Gegner. So kannst du eigentlich kein Spiel gewinnen in der Elite. Ja, und gegen Olympiakos Piräus war zumindest diese Reaktion zu sehen. Die Reaktion hat zwar nur eine halbe oder 45 Minuten gedauert, aber sie war da. Die Jungs haben sich in die Zweikämpfe geschmissen, jeder für jeden. Es war auf einmal wieder ein Kombinationsspiel. Es war nicht mehr, dass jeder, der den Ball hat, versucht, durch 3 Mann durchzudribbeln, sondern es wurde der bessere Spieler gesucht. Vini Junior mit dem Traumpass auf den Kylian Mbappé. Kylian Mbappé hat danach Vini Junior auch ein Tor gegeben. Der stand leider kurz im Abseits. Allgemein, ich erinnere mich auch an eine Szene, da muss ich ein bisschen mit Arda Güler allerdings motzen. Er steht alleine vom Tor und könnte einfach aufs Tor schießen und versucht gezwungenermaßen den Ball rechts auf Kylian Mbappé abzulegen. Das gleiche gegen Liverpool hat er auch schon mal gemacht, der junge Türke. Ich kenne keinen Spieler, dem ich so vorm Tor vertraue wie Arda Güler. Der hat so eine Quote, die ist anormal. Also wenn du die Chance kriegst, Arda, dann bitte schieß selber ab. Du musst nicht zwingend auf Kylian Mbappé abspielen. Aber das ist jetzt weg vom Thema. Ja, wie dem auch sei, auf dem Platz gab es eine Reaktion. Und nach dem Schlusspfiff gab es noch eine. Denn
Xabi Alonso und Vini Junior haben sich auf dem Platz umarmt. Das Ganze soll auch kein Zufall gewesen sein. Lesen wir uns gleich natürlich zusammen durch. Aber diese Umarmung war zu sehen und ging durch die Social Media. Danach hat auch ein Kylian Mbappé ein Interview gegeben. Hören wir uns das zusammen einmal an. Sie sprachen von Xabi Alonso, der Beziehung zu euch. Was ist da intern vorgefallen? Ich denke, dass wir die Wahrheit sagen müssen. Wir halten sehr fest zusammen. Im Leben ist nicht alles perfekt. Auch wenn man das Projekt wechselt, den Trainer, ist es normal, dass es da Veränderungen gibt. Aber ich glaube nicht, dass das all das rechtfertigt, was gerade passiert. Und ich verstehe das, denn wir sind Real Madrid und die Leute reden eben über Real Madrid. Das ist nicht negativ, das ist das Leben. Aber ich denke, dass wir die Spieler schützen müssen, den Trainer, den Stab, einfach alle und zusammenhalten müssen. Ich denke, das ist jetzt das Ziel, dass die Leute spüren, dass die Fans von Madrid spüren, dass wir eine Einheit sind, alle zusammen in die gleiche Richtung gehen. Auf einem Schiff kann es auch mal stürmisch zugehen, aber niemand wird von Bord springen. Wir sitzen alle in einem Boot und halten zusammen, um dieses Jahr Titel zu gewinnen. Also, ich habe eben gesagt, inzwischen gibt die Mannschaft schon zu, dass da was in der Kabine los war. Ich glaube, jeder, der dieses Interview gehört hat, weiß, dass da was los war. Er hat selber gesagt, es ist normal, es ist ein neues Projekt, das da manchmal passiert. Es ist ein Schiff, da wird es auch mal wellig oder wie auch immer der das gesagt hat. Da kommt auch mal ein Sturm. Also es war ein Sturm da, aber keiner flieht hier aus dem Schiff. Also er hat ganz klar durch die Blume gesagt, ja, es gab Unruhen in der Kabine. Aber wir müssen die Spieler schützen, wir müssen den Trainer schützen und den ganzen Staff. Dass wir den Trainer schützen müssen, das hat er danach auch nochmal in einem anderen Interview gesagt. Also das kam sehr oft raus, ein Kylian Mbappé hat sich ganz offensichtlich vor Xabi Alonso gestellt, hat gesagt, wir müssen den Trainer schützen. Wie gesagt, die Umarmung von Vini war auch signifikant und dann die Kirsche, naja, noch nicht ganz, auf der Torte obendrauf. Ein Fede Valverde hat gestern diesen Instagram-Post gepostet. Ich übersetze das mal für euch. Nach einer Woche, in der viel gesagt wurde, sind wir mehr denn je vereint. Es ist ein Glück, Vini und Mbappé zu haben, aber dass die beste Mannschaft der Welt engagiert ist eine Ehre. Ich persönlich arbeite daran, wieder mein bestes Niveau zu erreichen. Der Trainer hat mich immer unterstützt und alles getan, damit ich mich weiterentwickle und der Mannschaft helfen kann. Es ist nicht immer einfach, aber die Trainer und Spieler sind mehr denn je vereint. Also, der nächste. Wir haben ja 3 Spieler, die so ein bisschen angezählt waren. Ein Vini, die offizielle Umarmung, ein Fede Valverde, dieser offizielle Instagram-Post. Bin ich mal gespannt, was von Jude Bellingham kommt. Da soll es noch andere Sachen interner geben, aber bis ich da keine Quellen habe, werde ich da nichts zu sagen. Ja, was da passiert ist, was das für Versammlungen waren etc., lesen wir uns erstmal die Information vom AS dazu durch. So verabschiedete sich Real Madrid von der Krise. Treffen in der Umkleidekabine in den letzten Tagen der vergangenen Wochen. Telefonate und Direktnachrichten haben einen Einstellungswechsel bewirkt, der auf den ersten Blick spürbar ist. Die Spannung war unübersehbar. Jene Art von Spannung, die immer entsteht, wenn Real Madrid nicht alles gewinnt. Vor einigen Tagen sagte Benzema dieser Zeitung, ein Unentschieden reiche aus, um Gerüchte zu entfachen. Und so war es auch. Doch eine direkte Botschaft der Vereinsführung hat nun jedem seine Rolle im Drama dieser Saison unmissverständlich klargemacht. Besprechungen in der Kabine in den letzten Tagen der vergangenen Woche, Telefonate und direkte Nachrichten haben einen spürbaren Haltungswechsel bewirkt. Die Spieler selbst waren die Ersten, die sich zu Wort meldeten. Sie spürten, dass etwas nicht stimmte und dass sie die Hauptverantwortung dafür trugen und reagierten. In Athen war das Zusammenspiel zwischen Vinicius und Mbappé deutlich zu sehen. Etwas, das zwar in Frage gestellt worden war, für die beiden aber nie existiert hatte. In weiten Teilen der zweiten Halbzeit bemühte sich der Franzose, dem Brasilianer, seinen Anteil am Tore-Schießen zu ermöglichen. Die Spieler von Real Madrid wissen, dass sie einander brauchen. Und ihnen ist auch klar geworden, dass es keine Möglichkeit gibt, den Trainer herauszufordern. Die Unterstützung des Vereins für den Trainer hat dies deutlich gemacht und gegen Olympiakos haben sie demonstriert, dass ihr einziges Ziel der Sieg und der Kampf um alles ist. Ob sie das erreichen, steht auf einem anderen Blatt.
Seit dem Ende des Spiels haben Mbappé, Valverde und alle, die sich zu Wort gemeldet haben, Xabi Alonso öffentlich unterstützt, der ebenfalls erkannt hat, dass Nähe eines seiner Argumente sein muss, um die volle Unterstützung seiner Spieler zu gewinnen. Die Geste, Vinicius nach dem Spiel aufzusuchen, war kein Zufall. Der Trainer wollte symbolisieren, dass ein Dialog stattfindet und dass Vinicius mehr Zuneigung und Unterstützung verdient, als er es bisher erfahren hat. Es war eine Umarmung und eine bedeutungsvolle Geste. Die Gespräche zwischen den Spielern und dem Trainer in den letzten Tagen haben Früchte getragen. Jeder weiß, dass der Verein und der Präsident die Richtung vorgeben. Und nach einigen Tagen der Ungewissheit kehrt nun wieder Hoffnung in die Zukunft von Real Madrid zurück. Ja, also, ihr habt es gehört. Der Verein, Vorstand, in dem Fall kann ich euch auch genau sagen, wer, haben sich klar hinter Xabi Alonso positioniert. Und die Info, die ich euch jetzt gebe, ist von einem Insider von Real Madrid und er hat veröffentlicht, um auf das zurückzukommen, was ich Ihnen gestern erzählt habe, alles begann im Flugzeug nach Griechenland. Darüber hinaus hat sich José Ángel Sánchez selbst eingeschaltet, unterstützt den Trainer und hat mit einigen Spielern einzeln gesprochen. Anschließend nach unserer Ankunft verlief im Hotel alles wie gestern besprochen. Ich denke, die Unterstützung des Vereins für den Trainer ist unerlässlich, genau wie wir es in den letzten Tagen gefordert haben. Ja, das war Ricardo Ramos und der ist ein sehr gut vernetzter Insider, sehr seriös und er war auch einer der Ersten, der von diesem geheimen Treffen berichtet hat. Wer von diesem geheimen Treffen auch berichtet hat, ist El Chiringuito. Hören wir uns das auch zusammen einmal an. Wir können hier von einem wichtigen Wendepunkt sprechen, ja? Exklusiv. Wir können von einem wichtigen Wendepunkt sprechen, was die Beziehung von Xabi Alonso zum Rest der Kabine angeht, in den letzten Stunden, in den letzten 2 Tagen. Xabi Alonso hat sich nach und nach mit verschiedenen Spielern getroffen. Man spricht von kleinen Treffen, kleinen Meetings, in Gruppen von 3, 4 Spielern, um auf sie zuzugehen. Xabi Alonso hat die Spieler gefragt, wie er die Zusammenarbeit verbessern kann, wie man das miteinander verbessern könnte. Ob er, Xabi Alonso, etwas besser machen müsse oder ob die Spieler ihm sagen, was er als Trainer verbessern müsse. Es gab eine Annäherung von Xabi Alonso, heute noch im Hotel. Er hat sich mit 6, 7 Spielern getroffen und man sagt mir, die Spieler haben das ziemlich gut angenommen. Das Feeling, zumindest in den letzten 2, 3 Tagen, ich spreche von der Zeit nach dem Spiel gegen Elche, das Feeling mit Xabi Alonso hat sich deutlich verbessert, einschließlich der Schwergewichte in der Kabine. Eine Annäherung von Xabi Alonso an die Mannschaft und hat Treffen mit 3, 4 Spielern abgehalten und gefragt, wie er, Xabi Alonso, dieses Miteinander verbessern kann. Ein fließendes Gespräch mit Teilen der Mannschaft und es scheint, die Spieler, Josep, haben das ziemlich gut angenommen, ziemlich gut. Ja, wie ihr hört, die Informationen überschneiden sich, überlagern sich links und rechts. Marca, AS, die Insider, Chiringuito, alle zusammen berichten genau das Gleiche. Und zwar, es gab diese Versammlungen und diese Versammlungen waren ein Wendepunkt. Es war ein Vorher und ein Nachher. Den Spielern wurde deutlich gemacht, unser Projekt heißt Xabi Alonso. Ihr reagiert lieber, ihr macht das, was er sagt. Und die Spieler haben es getan. Auf dem Platz, nach dem Platz, mit der Umarmung von einem Vini Junior, mit dem Interview von einem Kylian Mbappé, der damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Also Kylian Mbappé war ja raus aus der Nummer, aber finde ich gut, dass er sich nochmal vor dem Trainer gestellt hat. Und auch mit dem Instagram-Post von Fede Valverdes Frau, von Fede Valverde natürlich, wo er auch klar gemacht hat, ich stehe komplett hinter dem Trainer. Ja, der nächste, von dem ich noch eine kleine Reaktion erwarte, ist Jude Bellingham. Und da ist es mir auch relativ egal, ob der die in den Social Media postet oder auf dem Platz zeigt. Im Endeffekt, das Einzige, was wir doch wollen, ist, dass Real Madrid gewinnt. Für mich ist diese Nachricht ein Riesenstein, der mir vom Herzen fällt. Denn ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich euch diese Information weitergebe, heißt das ja nicht, dass ich diese Information gut finde. Im Gegenteil, die haben mich belastet. Ich hatte Angst um Real Madrid, ich hatte Angst um die Kabine und es hat mich sehr erleichtert zu sehen, dass
Xabi Alonso und die Jungs endlich ein bisschen zusammenfinden. Ich finde es auch gut, dass ein Xabi Alonso, jetzt wo er den Rückhalt vom Präsidenten hat, nicht arrogant auftritt und sagt, so, ich habe das zu sagen, ihr macht, was ich sage, sondern dass er zugibt quasi, dass ein Spieler wie Vini Junior mehr Zuneigung braucht, dass er nicht genügend Zuneigung bekommen hat, dass auch ein Xabi Alonso noch lernen muss. Das passt auch ein bisschen in dieses Interview. Im letzten Spiel saß Vinicius auf der Bank, schon zum 4. Mal seit Saisonbeginn. Es wird viel über Ihre Beziehung gesprochen, Xabi. Was ist dran an all dem, was man so hört? Wie ist die Beziehung zu Vini? Sie ist sehr gut. Wir lernen uns immer besser kennen. Es sind viele Spiele, da gibt es für alles einen Moment, aber Vini ist ein Schlüsselspieler. Wenn Vini glücklich ist, wenn er Spaß hat, dann ist das gut für die Mannschaft und so brauchen wir ihn auch. Die Beziehung ist sehr gut, wir vertrauen uns, wir reden vor den Spielen, er weiß, was ich denke, ich weiß, was er denkt und das ist der beste Weg, um Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Ja, ihr hört unseren Trainer, wie er über Vini redet. Also null Arroganz oder irgendwas, was ihm ja am Anfang vorgeworfen hat, sondern eine Vereinigung. Alle wollen in die gleiche Richtung. Präsidium, Trainer, Spieler, Fans sowieso. Wir alle wollen doch nur den Erfolg für Real Madrid. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu diesen Informationen zu sagen habt, was ihr zu diesem Video zu sagen habt. Lasst mir eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst doch ein Like da, teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, ich verzeihe dir, hol es jetzt nach. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!